Innerhalb von 7 Monaten habe ich 15 Songs geschrieben, arrangiert, eingespielt und nach meinen Möglichkeiten auch produziert. Ich bin Etu und zusammen mit meiner Tedda habe ich beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen und von Kunst und Musik zu leben. Wir durften den Sommer in einem wunderschönen Atelier verbringen und in diesem Video erzählen wir euch, was wir in den ersten entscheidenden Monaten unseres neuen Lebens gemacht haben und ob alles so funktioniert hat, wie wir uns das gedacht haben. Kleiner Spoiler, hat es nicht. Los geht's. Erstmal die harten Fakten, denn von Kunst leben zu wollen ist oft gar nicht so romantisch, wie es erstmal klingt. Wenn man sich selbstständig macht, egal womit, dann sollte man natürlich als erstes einen Businessplan schreiben. Also Chancen und Risiken abwägen, den Markt beobachten, die Konkurrenz auschecken und einen Finanzplan schreiben. Und all das haben wir natürlich nicht gemacht. Warum? Naja, weil nichts von dem, was wir machen, in irgendeiner Form kalkulierbar ist. Jeder, der sich mit Wahrscheinlichkeiten und Wirtschaftlichkeit beschäftigt, würde uns sofort sagen, nee Leute, lass das mal lieber, das kann überhaupt nicht funktionieren. Wenn du irgendeinem Promo-Experten sagen würdest, ich habe ein Album komponiert, es besteht aus 15 Songs, es ist ein Doppelalbum, jeder Song ist länger als 5 Minuten, mich kennt keiner, ich habe meine gesamten Ersparnisse in die Produktion gesteckt und ich möchte, dass das gehört wird irgendwo. Würde dir jeder sagen, das ist totaler Wahnsinn, macht es nicht, das wird nicht funktionieren. So. Und wir machen es halt trotzdem, weil sich das für uns richtig anfühlt. Uns war also von vornherein klar, wir können nur das tun, was wir tun können und der Rest ist Schicksal. Unser Konzept ist also ganz einfach. Mit künstlerischen Dienstleistungen Geld verdienen, nebenbei das Album immer weiterentwickeln. Das Artwork entwickeln, alle Musikvideos selber drehen. Das ist jetzt aber schwierig. Wie soll ich den filmen? Und schleppen gleichzeitig. Also, ich trage das Stativ und ich habe so ein Video noch nie gemacht. You name it, we do it. Was man trotz aller Verwegenheit aber machen muss, ist die passende Rechtsform zu finden für das Unternehmen, das man gründen will. Und wenn man darüber nachdenkt, dann stellt man fest, dass man eigentlich auch ganz gerne eine gute Steuer- und Rechtsberatung hätte, die einem dabei hilft, das ordentlich aufzusetzen. In einem Jahr wäre was frei. Ich weiß nicht, wie wir das ein Jahr ohne aushalten sollen. Was dann folgt, ist ein Wahnwitz deutscher Bürokratie. Einen Gesellschaftervertrag aufsetzen, steuerliche Anmeldung machen, Firmenkonto eröffnen und auch die Anmeldung bei diversen anderen Stellen vornehmen. Wenn wir irgendwas falsch machen hier, dann kriegen wir das nicht gerade gebogen. In der kurzen Zeit. Da müssen wir durch. Nein! Wieso machst du das? Ich werde jetzt mal kurz nachgucken, ob das für uns 2 Sachen parallel. Ist komisch, ne? Ich kann links und rechts vollkommen unabhängig bewegen, aber ich kann nicht reden und was so eintippen. Ich werde gucken, wie diese Beitragssätze gestaffelt sind. Ob wir da überhaupt schon irgendwas zu beitragen haben. Wahrscheinlich geht das über Gewinnstufen oder Umsatzstufen. Gut. Guck an. Sorry, es gibt's nichts zu holen bisher. So, das haben wir ausgefüllt. Dann sind wir noch in einem Verein, der Musikunternehmerinnen und Musikunternehmer unterstützt. Und eine Mitgliedsnummer brauche ich auch. Da fängt schon an. So. Oh, scheiße. Das Formular gar nicht vollständig gedruckt. Hier unten, all das was weiß ist, da ist eigentlich noch ein Dokument. Nur nicht in dem Ausdruck. Jetzt wird ganz normal. Ist mir aber auch echt gar nicht aufgefallen. Muss ich zur Verteidigung des Druckers sagen. Aber ihm scheinbar auch nicht. Jetzt muss ich mich nämlich ein bisschen sputen. Weil Teddy und ich wollen auch Bohnen pflücken. Wenn die nicht zu lange hängen lässt, die Bohnen, dann lassen die Bohnen einhängen und werden so gelblich. Und euch nehme ich auch mit.
diverse andere Stellen. Das ist zum Beispiel auch die Deutsche GEMA, weil die kümmert sich um die Urheberrechte von Musikerinnen und Musikern. Und fantastischerweise bietet die auch zahlreiche Webinare an, die wir alle besucht haben. Und dabei festgestellt haben, dass jede beantwortete Frage gleich ein paar neue hervorbringt. Wie gründet man eigentlich sein eigenes Label, um seine Musik dort veröffentlichen zu können? Denn das ist genau das, was wir vorhaben. Und wie lange dauert das eigentlich? Und was kostet das überhaupt? Und haben wir da als zwei Niemande überhaupt eine Chance? Gibt es da vielleicht Förderung? Spoiler, ja, aber wir haben keine bekommen. Ich interessiere mich für Ihre Projektförderung und würde Sie gern 1, 2 Sachen fragen. Bin ich da richtig bei Ihnen? Wenn Sie sagen, keine Popularmusik, dann nicht Rihanna oder sowas. Genau. Nee, Rihanna bin ich nicht, das geht klar. Weder beim Pop noch beim Experimentellen haben wir einen Stich gesetzt. Ja, das stimmt. Aber hier gibt es ja jetzt zumindest die Chance, dass die sich melden. Und selbst wenn diese Förderung jetzt zu nichts führen sollte, allein die Tatsache, dass die sich auf einen Antrag zurückmelden, könnte uns vielleicht ein paar Informationen bringen, die wir bislang einfach nicht hatten. Zu der Musikproduktion, die ich aus eigenen Mitteln auch bezahle, kommt natürlich auch ganz viel anderes dazu. Also da kommen auch Honorare von GastmusikerInnen. Das ist aber nicht das, was sie dann fördern wahrscheinlich. Aber die Musik passt halt tatsächlich. Deswegen vielen Dank für Ihre Zeit und schöne Woche. Wieder nix. Wir kriegen nichts. Wir kriegen nichts. Naja, genau Also das müsstest du dann fragen. Wo kann man sich hinwenden, wenn man als Künstler alles selbst finanziert? Wo passe ich rein damit? Die Frage stellen wir uns, glaube ich, schon lange nicht mehr, wo wir reinpassen. Naja, jedes Stichwort, das von irgendwoher kommt, das wir vielleicht noch nicht hatten vorher, kann uns sehr helfen. Und nicht zuletzt, wie funktioniert das eigentlich genau? Dass wir beide zusammen ein Label sind, das aber einen von uns beiden unter Vertrag nimmt und dann auch noch mit anderen Musikern arbeitet? Ich bin einerseits Labelchef mit Teddy zusammen, aber andererseits ja auch derjenige, der die Musik macht. Das heißt, ich muss mich selber unter Vertrag nehmen, aber das muss man auch vertraglich regeln. Da muss man eine schöne Sache bedenken, die hat den poetischen Namen drittübliche Konditionen. Das heißt, man kann, auch wenn man mit sich selber einen Vertrag macht, nicht einfach machen, was man will. Es gibt sowas wie eine Künstlerquittung. Wenn ich jemanden bitte, das einzuspielen, was ich geschrieben habe, dann hat diese Person daran nicht die Urheberrechte, sondern sogenannte Nutzungsrechte. Als Label brauchen wir diese Nutzungsrechte, um die Musik überhaupt zu veröffentlichen. Also jemand, der jetzt zum Beispiel Saxophon spielt, sagt, ich trete diese Rechte ab und quittiere, dass ich Menge X Geld dafür erhalten habe für meine Studioarbeit. Was ich jetzt mache, ist diese Künstlerquittung in den Lizenzvertrag zu überführen, wie eigentlich welche Rechte in welchem Ausmaß von wo über welche Titel übertragen werden. Wenn ich das gemacht habe, dann schicken wir das nochmal an unseren Anwalt und der wird dann hoffentlich sagen, gut Etu, das kannst du jetzt so nehmen. Das war die harte, zeitaufwendige Schule der Bürokratie und mit der wenigen Zeit, die wir übrig hatten, haben wir natürlich unsere künstlerischen Sachen weiter vorangebracht. Ich habe in erster Linie natürlich das Album weiterentwickelt. Willst du dynamische Aufnahmen haben? Ich werde schon wieder aufgenommen. Cool, jetzt habe ich einen Rückspiegel. Jetzt du aussiehst. Du siehst jetzt wie so ein Wandergitarrist aus. Gibt es keine Instrumenten-Zertrümmern heute? Nee, wirklich jetzt. Wir haben das ja besprochen. Geht es auch ans Geld und dann geht das nicht mehr. Man wird ja auch zu alt dafür. Wer hat sich das alles nur ausgedacht, ey? Du musst total verrückt sein. Wer hat sich das alles bloß ausgedacht? Der Verrückte. Das ist dieses komische Eto. Boah, es gibt zu viele Möglichkeiten. Zu viele harmonische Möglichkeiten. Das Eto muss sein eigenes Zeug wieder lernen. Mist, er hat sich die Scheiße bloß ausgedacht. Ist doch wahr. Kann ich dir irgendwie helfen?
Da, ka, da, ka, da, da, ka, da, ka, da, da, ka, da, ka, da, da, ka, da, ka, da. So viel zu tun, wir können nicht ruhen. Wir könnten das so lassen und dann wäre es quasi mit der kürzeste Song. Hier ist noch ganz tolle Post für dich. What? Was ist das denn alles? Wir müssen ganz viel ausfüllen. Na toll. Noch ein Ding. Kommt auf den Dingestapel. Tolle Lager. Was für ein Tag. Wahrscheinlich wird ja doch noch alles gut. Ich habe erste Skizzen fürs Artwork gemacht. Das war jetzt einmal der kontrollierte Ansatz. Wir malen ein Motiv und gucken, ob es uns gelingt. Und jetzt machen wir noch mal Freestyle. Einfach drauf klatschen und gucken, was passiert. So lang, bis das Papier schlapp macht. Und wir haben auch halbwegs unerwartet die ersten Aufnahmen für unsere Musikvideos gemacht. Wenn ihr Lust habt, schreibt doch mal, was euch eigentlich bei dem, was wir hier machen, am meisten interessieren würde. Sind es die technischen Finessen über die Instrumente und das Equipment, was benutzt wird, oder Effektgeräte und dieser Kosmos? Oder ist es mehr eine emotionale Frage, also wie wir Musik fühlen und denken und was wir verarbeiten und umsetzen? Oder ist es beides? Oder ist es gar nichts davon und ihr wollt einfach nur gucken und keine Fragen gestellt bekommen? Das ist ja auch möglich. Schreibt es uns gerne und wir können dann in Zukunft versuchen, mehr dazu zu machen. Weil das ist es ja, was uns zu Menschen macht, also dass wir versuchen, einander zu verstehen. Auch wenn das vielleicht gerade ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber in diesem Raum zwischen dir und mir können wir das wieder versuchen, vielleicht ein bisschen möglich zu machen. Und jetzt fliegen wir los. Und ganz nebenbei haben wir auch die ersten Kundinnen und Kunden für unseren Geldverdienen-Teil des Lebens gewonnen und auch gleich die ersten negativen Erfahrungen gemacht. Hast geschafft. 2 Minuten. Hast du aufgenommen? Nee, brauche ich nicht. Hallo. Eto und ich arbeiten ja eigentlich immer zusammen und fast immer dabei in einem Raum. Ziemlich die einzige Sache, bei der ich alleine sein muss, sind Videokonferenzen. Ich muss so viel Konzentration darauf verwenden, dass ich ein Gespräch, was digital stattfindet, genauso menschlich und verbunden führen und gestalten und erleben kann, wie wenn man sich nun mal persönlich treffen würde. Da ist keine Kapazität mehr für etwas anderes ab. Danach muss ich mich auch meistens erstmal rekalibrieren. Und das mache ich jetzt. Und fast genauso nebenbei haben wir uns auch um den Garten des Ateliers gekümmert, in dem wir den Sommer verbracht haben. Die letzten Tage haben das Wasser fast so richtig leer gepumpt, weil es so heiß war und wir so viel gießen mussten. Jetzt füllen wir Wasser aus der Zisterne in das Fass. Denn die Zisterne ist zum Glück vom letzten großen Regen noch ziemlich voll. Naja, wir lassen es vielleicht nur 3/4 voll, falls noch ein Schauer oder schöner Landregen kommen sollte. Diese Bohne zum Beispiel, die ist schon überreif, die ist schon weiß. Das heißt, die kann man noch benutzen, um die Bohne zu vermehren, aber sie schmeckt schon nicht mehr. Aber diese Bohnen hier, die sind jetzt optimal zum Essen. Ausbeute der ersten Pflanze, das reicht für eine gute Portion. Und alles, was wir darüber hinaus jetzt finden, werden wir dann einfrieren. So, Heißt du dir mit mir die Sonne? ja. Das ist aber schön. Bohnen pflücken im Abendlicht. Unser Abschied von Garten und Atelier. Zumindest für dieses Jahr. Naja, und jetzt beginnt sowas wie, ich würde es bescheidenerweise mal sagen, eine neue Ära.
im Zentrum des Wahnsinns. Willkommen in unserer Wohnung. Ist alles ein kleines bisschen kleiner hier. Kein Atelier, kein Garten. Es gibt 2 kleine Etagen. Hier ist der Wohn-Ess-Kochbereich. Wir haben mehrere Arbeitsplätze oben für die verschiedenen Sachen, die wir machen. Alles auf sehr engem Tetris-Raum, aber es funktioniert und ihr werdet es in den nächsten Monaten noch sehr oft zu Gesicht kriegen. Und obwohl natürlich unser großes Ziel ist, wirklich in und mit der Natur zu leben und zu arbeiten, sind wir für den Moment richtig glücklich hier. Die Wohnung ist direkt am Wald. Wir müssen eigentlich nur hier aus der Tür rausfallen und sind direkt im Wald und können abschalten von allem, was wir so zu leisten haben. Und hier geht unsere Reise jetzt weiter. Genauso wie ihr uns kennt. Ganz entspannt, ganz easy. Alles klappt. Ich habe gestern ein Geschäftskonto eröffnet, welches postwendend ohne Grund geschlossen wurde. Ich will mal ganz kurz Musik anhören. Dann schließt er uns das Konto. Ich würde gerne versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass es wenigstens 1500 sind, weil dann könnten wir diese Anmeldung vornehmen. Wir können es auch so machen, dass Sie uns einmalig hochstufen und den nächsten Monat meinetwegen wieder runterstufen. Aber wenn wir das nicht machen können, haben wir ein großes Problem. Wir könnten jetzt ein großes philosophisches Gespräch anfangen, was alles passiert auf der Welt, weil kein Vertrauen mehr geschenkt wird. Und ich gebe Ihnen natürlich recht, dass es auch genug Gründe dafür gibt. Ein Mann hebt jetzt den Daumen oder senkt den Daumen. Das ist das, was jetzt passiert. Ist ja nicht so, als hätten wir das auch nicht erlebt. Mensch! Puh, la la la. Ist das eine Sicherheit? Gibt mir das eine Sicherheit? Oder? Ich sag's mal so. Na gut, dann werde ich mich da wohl mal durchquälen. Ich dachte schon, als er gesagt hat, ich kann Ihnen das machen, dachte ich, toll! Ich dachte auch kurz, also, das hat einen Haken, habe ich gedacht. Das würde mich jetzt sehr wundern. Ja, hat ja auch einen Haken. Aber ist doch gut, Boss. Immer alles, was geklärt ist, ist auch gut. Was suche ich gerade? Die Kontaktliste. Hier, guck meine Augen an. So sehr musste ich mich schon aufregen heute, Kamera. Boah, haben wir viele Sachen abgeräumt jetzt oder was? Aber unser Leben ist natürlich nicht nur Chaos. Wir haben auch sehr viele schöne Sachen vor. Zum Beispiel gehen wir in ein Musikstudio. Wir arbeiten mit einer Kostümdesignerin. Wir drehen 2 verschiedene Musikvideos. Und wenn euch das alles gefällt, was wir machen, dann schenkt uns doch bitte ein Abo. Oder lasst einen Daumen da. Oder vielleicht wollt ihr sogar einen Kommentar schreiben. Egal was es ist, all das hilft uns. Und all das spendet uns auch Kraft zum Weitermachen. Vielleicht sogar mehr, als ihr denkt. Wenn ihr den Klang unseres Lebens auch in eure Leben tragen wollt oder vielleicht eine ganz eigene Geschichte damit schreiben wollt, den Soundtrack zu unserer Doku, also das, was ihr in den Folgen die ganze Zeit im Hintergrund hört, gibt es unter diesem Video. Wer ihn streamt, anhört oder kauft, der unterstützt 2 perfektionistische Idealisten dabei zu überleben. Tschüss, Freunde. Bis nächste Woche. Passt gut auf euch auf. Eingespielt, arrangiert, nein, habe ich nicht. Zumindest nicht in der Reihenfolge. Innerhalb von 7 Monaten habe ich nur auf mich gestellt 15 Songs geschrieben. Ich bin Etu und zusammen mit meiner Teta hole ich jetzt die Post. Tedda, würdest du bitte die Post holen?